Das ist keine fucking Show, sondern das ist mir super ernst. Und ich glaube, es ist Zeit für einen CEO. Und sei es ein Investmentbanker, den wir mit seinem scheiß Schlips ranziehen müssen. Die Sache ist, wir suchen ja gar keinen Menschen. Wir suchen ja ein Einhorn. Einhorn. Heute kommen die ersten Bewerber, wir werden Interviews führen, wir werden Vorstellungsgespräche führen. Wir haben ganz tolle Leute, die kommen, bekannte Gesichter aus der Startup-Szene, die alle Schlange stehen und wir haben echt eine Menge zu tun heute. Ja, und eigentlich fehlt nur noch Philipp und er wollte eigentlich seit einer halben Stunde schon da sein und es ist natürlich ein bisschen stressig, ich bin verkabelt, jetzt ist schon da, alle warten, krasser Drehplan. Guten Morgen. Hi. Moin. So nur eine halbe Stunde, ne? Smoothies sind das, weil ihr doch alle krank seid die ganze Zeit. Wir haben hier Matthias Ockenfels von Point9 Capital. Das ist der Venture Capital God Berlins. Das ist einfach jemand, der weiß, wie man Millionen für Unternehmen raised. Und das wäre gigantisch für uns. Also wir wollen ja ca. 50 bis 100 Millionen für Einhorn aufnehmen in den nächsten Jahren. Und mit Matthias wäre das kein Problem. Aber er muss natürlich zu uns passen und da werden wir jetzt ganz kritische Fragen stellen. Matze, die 7. Klar. Also wir waren total überrascht, ich meine, euch auf der Venture Capital Seite zu sehen, irgendwann mal als Investor, das haben wir uns ja erträumt. Also, ja. Aber dass du jetzt dich selbst bewirbst, um bei Einhorn mitzumischen, erzähl mal so ein bisschen, was dich da bewegt hat. Ja, also ich habe die Kampagne ja schon von Anfang an mitbegleitet, auch als ihr das Crowdfunding gemacht hat und das hat mich irgendwie begeistert und wenn als VC juckt sich ja auch irgendwie immer in den Fingern, selber mal auf die andere Seite zu wechseln und mal die unternehmerische Seite zu sehen. Einhorn ist ja auch allgemein im VC bekannt als quasi eine richtig große Firma, ein Unicorn finden, das wollen wir ja alle die ganze Zeit und bedeutet quasi das 1 Milliarde Unternehmen aufbauende $1 Billion Company. Und das ist natürlich auch hier eine geile Anspielung. Da würde ich halt einfach sagen, der Matze quasi, der reinkommt aus der Startup-Welt und das Ding halt so richtig nach vorne fickt mit euch zusammen. Ja? Sky is the limit. Also ich glaube, das hängt ganz von euch ab und von uns gemeinsam ab, wie groß wir das Ding machen wollen. Ich denke, mit meinem Netzwerk und das, was ich an den Tisch bringe, können wir da so viel einsammeln, wie wir im Endeffekt gerne haben möchten und wie viel wir brauchen. Das wäre ein toller Pitch für Investoren. Wir hätten so ein bisschen eher den Pitch für den Normalo im Auge. Wir sitzen jetzt beide in der Geisterbahn, du mit uns, verkauf uns mal die Einhorn-Kondome. Verstehe. Geisterbahn. Also ihr zwei Veganer neben mir und ich sehe euch das sofort an, lange Bärte und spreche euch natürlich direkt darauf an. Hey Jungs, das ganze Leben ist vegan, wie sieht's im Bett aus? Veganes Ficken. Nee, noch nicht. Gibt's was, oder was? Ja klar. Habt ihr noch nicht davon gehört? Einhornkondome. Wir haben ein gewisses Marketing, das wir wahren wollen. Würdest du dir was ausmachen, dir einen Bart wachsen zu lassen, die Haare etwas länger zu haben? Ja, also mit dem Bart, ja, also klar, für die Firma, für das Business mache ich natürlich alles, aber da vergehen einige Jahre, bis bei mir dann mal so ein Bart am Start ist wie bei euch beiden, ja. Also diese ganzen Geschichten mit Fair Sustainability, mit Vegan, mit Nachhaltigkeit und so weiter, das ist für mich eigentlich alles ein Marketing-Gag. Ja? Das machen viele Firmen, die versuchen sich das auf die Fahnen zu schreiben und ich finde das auch gut, das ist eine super Marketingstrategie, aber wir wollen ja nichtsdestotrotz am Ende des Tages ein funktionierendes Business aufbauen. Ja? Also, Philipp, würdest du mir einen Gefallen tun, weiter zu tippen? Bitte, tipp mal weiter und schau gar nicht in die Kamera. Ja, aber nee, ein bisschen weiter zu uns, so wie eben. Dass wir wirklich so, genau. Ein bisschen etwas respektloser, wie sonst noch. So. Also wir sind ja gerade mitten im Bewerbungsprozess und wir haben gerade eine Top-Bewerberin da und das ist Paula Lambert. Also sie ist ja die sexuelle Expertin, die weiß alles über Sex, was man wissen muss. Und sie ist heute bei uns als Bewerberin, das ist mega und mal schauen, vielleicht klappt es ja, bin mega gespannt. Und aufgeregt. Also ein Grund, warum wir einen CEO suchen, ist, dass wir beide sehr gegensätzliche Charaktere sind und einfach so eine Art Mediation, so ein Bindeglied brauchen zwischen uns beiden. Siehst du dich in dieser Rolle? Mit Gliedern kenne ich mich aus. Also
wirklich, da kann ich euch, gebt mir mal eure Hand, wir spüren uns mal ein bisschen. Das ist unheimlich wichtig, finde ich, dass so dieser Flow, nehmt euch ruhig auch an die Hand, nicht schüchtern sein, ihr müsst euch berühren, ihr müsst euch kennenlernen, fühlen. Atmet tief, auch in die Lenden. Spürt ihr dieses wohlige Kribbeln? Ich nicht. Atmet tiefer. Ich weiß, Menschen, die sehr im Kopf sind, die haben häufig Schwierigkeiten, auch mit mangelnder Ausdauer. Ich nehme mal an, Ejaculatio Praecox ist so ein Thema für dich. Aber ich kann dir da raushelfen. Siehst du, der Philipp, der spürt es schon. Ich kann mir diesen Dreier wirklich gut vorstellen. Also es wäre genau mein Ding. Einer so, einer so. Was meinst Spannungsfeld. du genau? Na, oder? Du weißt, was ich meine. Ist dir klar? Wir drei zusammen, Einhorn. Genau, wir Einhorn oder zwei Hörner. Naja. Okay, also vielleicht wäre es, also mir wäre es an dieser Stelle wichtig, da wirklich auch irgendwie eine rote Linie zu ziehen. Nee, also wir bleiben voll im Business, aber man muss es auch, ich finde, man muss Business auch leben. Gut, Sonst, also, locker. ich finde, ja, mach dich locker, Waldemar. Guck Ich kann dich zu ganz neuen Höhen bringen, wirklich. Wir können dir die Erfahrung deiner Sexualität ganz neu beibringen. Können wir, also mir wäre Und schwarze Zahlen, natürlich, das halte ich auch im Blick. Ich krieg richtig Lust auf den Job, jetzt gerade, wo wir hier so sitzen. Also ich hatte vorher auch schon Lust, aber jetzt ist es so... Also eigentlich finde ich, wir sollten jetzt was Schönes zusammen unternehmen. Ja, vielleicht trotzdem das Bewerbungsgespräch weiterführen. Also, wenn ich ehrlich sein soll, ich hatte jetzt fast ein mütterliches Gefühl für die beiden, wobei, naja, sagen wir brüderlich, wobei auch also mit Philipp ganz klar so eine sexuelle, erotische Spannung zu spüren war. Waldemar tut so, als wäre er total cool und verkopft. Das stimmt natürlich nicht, auch wenn er keinen Blickkontakt halten kann. Man spürt eindeutig, dass da drunter ein Vulkan liegt, der kurz vorm Ausbruch steht. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen geknackt hat. Sie hat mir Präejakulation vorgeworfen. Ich fand das nicht Ja, aber geknackt. irgendwie, also sie hat dich ja schon irgendwie in Verlegenheit gebracht und das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Und das ist- Du fandst sie vielleicht ganz süß. das Guck. ist- Guck mal, Auch bis auf Damit ist heute Drehschluss. Also wir haben jetzt kurz mal versucht, einen eigenen Einhorn-Song zu machen, der uns beide wieder zusammenbringt und... Das ist zu viel. Einhorn. Don't stop, cause I like the tension. So many damn things to mention. Pay attention, watch the ensign. Lies, I'm gonna raise a pension. Got taste in a corner fly. Got stage and I wanna buy. What I can for you, what I give to you. Einhorn every night.